Hochfans! Heute sind wir wieder zurück mit einer Featured Bike, also in Englisch, ne? Gut, ja, was haben wir hier hinter mir? Das ist eine meiner eigenen Maxis. Ist gebaut in 2014 für Shows natürlich und Oldtimer-Markten, wohin wir fahren. Da war das immer so eine gute Blickfänger natürlich. Ne? Du siehst schon ein bisschen, das ist ziemlich hoch. Also eine lange Gabel, Schwinge mit sehr großen Stoßdämpfer hinten natürlich. Ne? Wieso? Ja, in den 80er, da kamen diese Honda MT, Yamaha DT und die werden hier in die Niederlande damals alle nicht tiefer gelegt, aber höher gelegt. Also überall Buchsen und ja, aber wenn man kein Geld hätte, wie ich, für eine Honda MT, dann kaufte man damals eine alte Puch. So ein altes Modell mit diesen grauen Seitenverkleidungen und von Onkel oder Tante für 25 Gulden oder 20 D-Mark. Baute man eigentlich so ein bisschen ein Special. Eine Rotterdamse Special, also Rotterdam Special. Damals in den 80er waren die da, die führten allemal so hochgelegt mit Puch. Aber einziger Unterschied war Lackierung. Ne? Das hier, das ist eine Special Paint. Hat unsere Custom Bike gemacht, auch in 2014 also. Das Problem war, da hatten wir nicht das Geld dafür. Also bei uns, also meine, war damals, wir haben noch ein Bild davon, war Inari Silber. Also vom Golf 1 GTI aus den 80er bis 80, glaube ich, sind die mit diesen kleinen Rücklichten. Aber weiter, alles dasselbe. Also ich fange mal an zu zeigen, was wir so alles gemacht haben. Du siehst vielleicht viele Chrom und das war Pflicht. Kein Schwarz, kein Grau, das wurde alles im Mülleimer geworfen und dann kaufte man damals alles in Chrom. Also, Gabel, Schutzblech ist eigentlich original natürlich in den 80er, Anfang 80er war alles Chrom oder rostfreie Stahl. Seitenverkleidung, da komme ich gleich drauf. Chromauspuff, Chromrücklicht. Ja, nun ist eigentlich alles Chrom. Nur die Teile, die lackiert können worden, haben wir lackiert. Zum Seitenverkleidungen. Die können wir jetzt nicht mehr kaufen. Hör mal. Stahl? Ja, Stahl. Also das war hier eine neue Set. Aber die waren mit Flugrost und die sahen nicht mehr aus. War New Old Stock, also Altlagerbestand. Und wenn man so Höhe legt, müssen die abgesägt werden, sonst schleifen die hier am Stoßdämpfer. Ne? Habe ich erneut verchromt lassen, war sauteuer, aber ja, wie früher. Ne? Schwinge, auch mal gleich wieder neu verchromt, war auch Pflicht. Den Schwinge müsste Chrom sein, also nicht in Farbe, nee, Chrom. So viel wie möglich Chrom drauf. Na, diese Rücklichter haben wir jetzt noch immer im Shop. Das sind diese kleinen Versionen, finde ich immer schön. Na, das war also einfach zu finden. Was haben wir noch mehr? Ja, Thema höher machen. Ne? Das ist eine EBR Lang. Verkaufen wir noch immer im Shop. Aber hier ist eine Buchse dabei von 3 cm. Es musste also noch höher werden. Ja, und dann wird es instabil. Was habe ich später gemacht? Diese Strebe hier, die haben wir ja jetzt auch im Shop, aber damals hatten wir die nicht. Ja, das ist also ein modernes Ding, was ich dabei aufgebaut habe für extra Stabilität. Weil nur das hier und dann diese Länge, boah, das geht überall hin. Ne? Ja, natürlich, unsere Motor. Motor ist eine normale E50, aber das ist eine Zylinder aus den 80er, also eine Fast Aero. Und da kommen wir noch später in diesem Video zurück, weil wir drehen das Mofa in ein paar Minuten. Dann sehen wir die andere Seite, da ist noch etwas Schönes drauf. Fast Aero Zylinder, Fast Aero Kopf kann man jetzt nicht mehr kaufen. 15er Bing drauf mit Original Luftfilter und natürlich den Deckel wieder lackiert. Einzige, was ich damals vergessen bin, für 9 Jahre her, um das Logo hier in Purple zu versehen. Ja, das war ein bisschen vergessen. Also, mach weiter nichts. Ja, Lackierung, Jungs. Das, was wir haben, ist Perlmuttweiß als Basis. Und dann diese Purple-Farbe drauf und dann natürlich Klarlack. Dieses Design sah man damals sehr viel in Rotterdam Umgegend. Auch auf Zündap zum Beispiel. Diese Zündap Special, das war von Dege, heißt diese Firma, existiert nicht mehr, wurde das lackiert. Nou, wir haben das war damals auch schon, Dege existierte nicht mehr. Und dann hat unser Freund Custom Bart hat das so lackiert. Ein bisschen nach eigener Idee, aber ganz in Stil von den 80er natürlich. Ne? Felgen. Ja, das sind Mozis in 17 Zoll und die konnte man damals kaufen
für 60 Gulden, also um die 50, 55 D-Mark. Und ja, die sind jetzt in 17 Zoll, sind die ja recht selten, kann man fast nicht mehr finden. Und auch wieder lackiert mit diesen Details, Streifen hier, das hier so, dass das so ein Verlauf drin ist, von Purple nach Weiß, Perlmuttweiß natürlich. Bremsanker mit lackiert, einfach klasse. Und ja, die Reifen, damals konnte man eigentlich noch keine sportliche Reifen kaufen. Also da sind normale Reifen drauf mit Straßenprofil. Das ziemlich feines Profil, weil ja, wenn das zu grob ist. Ja, gelbes Schild natürlich hier in den Niederlanden war Pflicht. Wenn die Polizei kam, ohne dieses gelbe Schild, war 20 D-Mark oder 25 Gulden Strafe. Gut, noch ein Detail. Das Rahmen war neu, also ein New Old Stock Altlagerbestand Rahmen. Und dann habe ich die Säge hier, habe ich das abgesägt. Oh, jetzt würde ich das niemals mehr machen. Aber damals, so 19 Jahre her, habe ich gedacht, oh, die gibt es noch genug neu zu kaufen. Ja, aber jetzt nicht mehr. Also Säge rein. Und ohne Probleme damals und jetzt finde ich das echt so schade. Stoßdämpfer sind 38 lang. Also man musste natürlich Schwingen und Rahmen so mit dem Fuß treten und dann mit einem Freund von mir, bitte mach die Stoßdämpfer drauf, weil geht nicht alleine. Da ist hier natürlich ein Gummi, gehört nicht so. Hier am Rahmen haben wir ein bisschen weggeschliffen, weil sonst schlagt die Schwinge am Rahmen. Also ja, Säge rein, wegschleifen, klar. Kette. Damals, für 10 Jahre her, habe ich gesucht für eine 415er Kette in Weiß. War fast nicht zu finden. Ich muss sagen, ich habe da früher einfach eine schwarze drauf gehabt, eine normale Kette. Aber ja, jetzt, das ist ein Detail, das finde ich einfach sehr schön. Kettenrad ist mit lackiert, hatte ich früher auch nicht. Auspuff ist eine Fuego Cross. Und dann denkst du, wieso ist diese Delle hier drin? Ja, das war natürlich für diese Pedale. Ne? Dann schlagt das nicht an am Auspuff. Da ist noch eine kleine Buchse dazwischen, dass das Schöne sitzt, weil sonst schlagt das an am Stoßdämpfer. Da muss man mit so einem Projekt, und ja, Jungs, unsere Custombauer, die wissen das natürlich, alles muss angepasst werden. Das sind die kleinsten Details und da ist die meiste Zeit drin. Ne? Was kann ich dazu sagen? Es hat noch nie gelaufen. Ich habe noch kein Benzin drin. Weil ich denke, ja, wenn ich da ein bisschen Benzin leckt oder so, oh, zu schade für diese Lack und dann wird die Lack gelb vielleicht in ein paar Jahren. Man kann auch sehen, dass es jetzt ein bisschen lange steht, weil das Chrom, ja, das muss eigentlich einmal poliert werden. Diese Sattel ist noch original aus den 80er. Da sind ein paar Details. Wir verkaufen diese Sattel natürlich. Wir nennen das früher Bananensattel oder Choppersattel. Ich finde diese Sattel, ja, die sehen einfach bei dieses Modell schick aus. Aber diese alten Modelle, die waren sehr schwach. Das Problem ist, wenn man so ein halbes Jahr fuhr, dann geht das Teil hier, ging immer weiter nach hinten und du selber auch so. Und dann musste man wieder eine neue kaufen natürlich. Ne? Also ich denke, wir drehen das Teil mal um, dann können wir die andere Seite mal anschauen. Bis gleich. Wir sind angekommen bei der anderen Seite. The Dark Side. Ja, hier kann man natürlich auch die Schwinge sehr gut sehen, dass das nachträglich verchromt ist. Und dann fragst du vielleicht, wieso sind all diese Mutter und Bolzen und Achsen nicht verchromt? Na, damals hatten wir auch nicht das Geld dafür, also das habe ich hier jetzt auch nicht gemacht. Das ist das Einzige, ich wollte so getreu an den 80er bleiben wie möglich. Also das ist normal verzinkt. Normalerweise, wenn das nicht Pflicht ist, dann war das natürlich alles verchromt, weil das ist affengeil. Aber habe ich mit Aussatz nicht gemacht, weil ja, das war in den 80er auch nicht. Leute hatten all das Geld für diese Lack ausgegeben und dann gab es kein Geld mehr zum Verchromen von diesen Kleinteilen. Schau mal hier. Anfang 80er gab es natürlich hier noch keine Kickstart-Motoren. Die kamen erst hier in die Niederlanden, ich glaube in 85 oder 86 mit diesen Puchreiter Machos. Skandinavien gab es schon Kickstart-Motoren, aber für die niederländische Markt noch nicht. Aber was gab es? Fast Aero. Fast Aero. Eine Kickstart-Umbausatz. Habe ich natürlich poliert. Konnte man damals auch machen, war ziemlich billig natürlich. Ne? Mit dieser Kupferputz von deiner Mutti oder Silberputz. Und dann war man viele Stunden an die Arbeit, aber macht nichts. Also das haben wir auch wieder eingebaut. Funktioniert alles. Wie neu. Oh, viel Kompression. Ist auch noch kein Öl drin. Weil, wie gesagt, hat noch nie gelaufen. Auch hier wieder ein paar kleine Anpassungen, weil diese Seitenverkleidungen in Stahl, die gab es nur für Anrollmotoren.
Also ich habe hier ein Teil weggeschliffen, weil normalerweise läuft das eigentlich so, weil andere Motor hat Kupplung natürlich hier. Also da musste man echt an die Arbeit. Jetzt gibt es die, aber damals, für Kickstart, war nichts zu kaufen, weil gab es nicht in den Niederlanden. Ne? Gut, ich sehe auch noch, wusste ich gar nicht mehr, der Klein tuned. Also diese Zylinder ist auch noch von unserer Haustuner, der Klein, ist er noch getuned. Also da bin ich mal gespannt, vielleicht müssen wir mal Benzin reinwerfen. Nicht heute, aber vielleicht das nächste Mal, dass wir eine Runde fahren. Mal schauen, wie das geht mit Kette, weil, wenn man Höhe legt, kommt diese Kette am Unterseite sehr schlapp. Ne? Also das ist, vielleicht muss ich da noch eine Kettenspanne machen. Das können wir vielleicht noch mal machen. Ne? Kein Problem. Ja, weitgehend, schwarze Benzinverschluss. Wieso? Wir haben Chrom, wir haben rostfreie Stahl, wir haben sehr schöne, aber ja, damals gab es die nie. Also eine normale, original schwarze Tankverschluss eigentlich reingebaut. Wie stellt man das ab? Wir haben hier so eine Mittenständer, gibt es nicht natürlich. Vielleicht mal eine Seitenständer und dann verlängern, erneut verkrummen, muss ich noch machen. Aber man weiß, wie das geht. Wenn man das nicht gleich macht, kommt das nicht mehr. Ne? Also ja, Jungs, ich hoffe, dass es gefallen hat. Mir macht das immer sehr viel Spaß. Weil, ja, ich finde diese 80er Jahre und 80er Jahre Teile einfach affengeil. Wenn da noch Fragen sind, schreibe die einfach in den Kommentaren. Oder schreibe eine E-Mail an info@bookshop.de, wenn da noch Fragen sind über diese Mofa. Oder andere Fragen natürlich, ne? Auch kein Problem. Also, vergesse nicht zu abonnieren. Wir brauchen noch Abonnees, Jungs. Drücke auf den Klingel, dann bekommst du eine automatische Notifikation, wenn eine neue Video online geht. Und dann sehen wir einander das nächste Mal. Ciao.